Ich sag's euch, wie es ist. Ich werde für mein ganzes Leben zu McDonald's jetzt eine ganz andere Bindung haben. Das war wirklich, also das war nicht nur einen Monat McDonald's essen, das war schon viel mehr für mich. Geil, Mann! Das ist Schweizer. Was war das? Du kennst. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. So, dann haben wir noch ein weiteres Video von einem YouTuber, den wahrscheinlich niemand kennt, Millennial MBA. Das wurde mir ganz random auf meiner Startseite auf YouTube angezeigt und das Video ist kurz, es geht nur 6 Minuten, das heißt, wir haben nicht viel Zeit zu verlieren, wenn es kacke ist. Und der Titel ist heftig. Why Beast Burger is McDonald's worst nightmare. Und so wie ich das verstanden habe, ich habe nur mal ganz kurz so durchgeskippt, um zu gucken, ob das einigermaßen schaubar ist, das Video. Könnte es sein, dass McDonald's finanzielle Einbußen durch Mr. Beast hat und eventuell sogar pleite geht. Mal schauen, wie weit das Ganze geht. Let's go. It took McDonald's over 20 years to open 300 locations. And in December 2020, Beast Burger opened 300 locations in a single day. For the first time in its history, McDonald's are coming to the realization that a kid from North Carolina is quickly becoming their worst nightmare. With 10,000 people at a restaurant opening, 15 million in sales in just under 48 hours. And das ist zwar wirklich ein großes Ding, Beast Burger, ne? Also der macht richtig Cash dadurch. Das läuft richtig krass. a combined following of 300 million people, this is the story of how Beast Burger is trying to take down the clown. Burgers are a big business. Americans devour nearly 100,000 burgers every minute. That's enough burgers yearly to circle the entire planet 32 times. Or your mother 11 times. Economists even use the Big Mac Index to calculate exchange rates depending Spätestens jeder, der den Mac-Marathon gesehen hat, kennt den Big Mac Index. on the price of a Big Mac in 2 different countries. McDonald's has been unstoppable for many decades and owns around 45% of the fast food industry. Boah, Alter, die haben 43% Marktanteil. Das ist ja heftig, Alter. Also ich wusste, dass McDonald's groß ist, ne? Und dass McDonald's wirklich riesig ist. Aber die machen ja auch eigentlich ihre Kohle durch dieses ganze Immobiliending, dass sie diese ganzen Sachen verpachten. Und die sind geschrumpft im Vergleich zu allen anderen. Innerhalb der letzten 10 Jahre minus 1, achso, meine Kamera ist drüber, minus 1,5% Wachstum. Okay, aber die machen trotzdem fett Para. Ich glaube, es waren 10 Milliarden Gewinn letztes Jahr oder 8 Milliarden oder 7 Milliarden, also unglaublich viel Gewinn. Across the world. Until now. Jimmy Donaldson, aka Mr. Breast, a beast, has used his 300 million global followers to take advantage of unseen methods of running a fast food business which even McDonald's can't match. Beast Burger is not your traditional fast food chain. Up until recently, Beast Burger had no physical locations at all. You could only order via food delivery apps. So you may be wondering, how can a business sell physical food on demand without a physical location? Well, they're called ghost kitchens. Stupid. Think of a kitchen as a manufacturing operation. The equipment used here is very expensive. We're talking Chanel Diamond Forever handbag expensive. And whether you serve 100 customers or 1,000 customers, it costs the same to run. So when you're sitting on your sofa at 7 p.m. on a Saturday night ordering your 7th takeaway of the week, your local Buddy Burger is very busy and operating at full capacity. This is where the genius of virtual dining concepts come in. Their business model takes influencers with the most dedicated and biggest audiences and Bin ich selber gespannt, weil ich keine Ahnung habe, was da jetzt auf mich zukommt. makes agreements with the existing restaurants across the world to manufacture the product. In this case, Beast Burgers. Okay. The restaurants are given branded packaging. Ich wollte das unbedingt probieren. Ich dachte irgendwie, yo, man kann das bei manchen Läden dort irgendwie bestellen, aber so geht das nur online quasi, ne? Es geht nur online, kannst du das bestellen. Ich habe das nicht auf die Reihe bekommen, irgendwo zu bestellen. Vielleicht war ich war wahrscheinlich einfach zu dumm. Muss man einfach so sagen. Ich war einfach zu dumm. So to Mr. Beast fans, it looks like it came from Beast Burger instead of their local Buddy Burger. The struggling restaurant gets a generous revenue share to cover their costs. And Mr. Beast and virtual dining concepts take a hefty cut for their efforts. It's a win-win situation, and it's working. Beast Burger has skyrocketed to one of the most popular fast food chains across America. And Es ist doch im Endeffekt ein bisschen wie Franchise einfach, ne? Nur noch easier gemacht. So ein Next-Step-Franchise. Also du franchise nicht ganze Filialen, sondern du franchise einfach nur einzelne Produkte. doing it like a badass. And as of July 2022, Beast Burger has shared over 100 million in revenue with restaurants across America. They keep most rev from orders they fill for us. Okay, krass, also 100 Millionen Umsatz gemacht und der Großteil davon bleibt bei den Restaurants. Ist doch geil, die Restaurants haben auch was davon. shared over Eigentlich das meiste anscheinend. $100 million in revenue. Modeling a few different scenarios, we believe that Beast Burger could be profiting anywhere between 50 grand and 100 grand each day. Not a bad way to monetize your audience with sweet fuck all downside. Frankly, this strategy sounds amazing.
So why aren't other companies doing it like MrBeast? Well, just like Millennial MBA's imaginary girlfriends, this model has some downsides. It can be very hard to ensure quality across all third-party restaurants. This has led to fans in certain areas to complain about slow delivery, receiving Dodo hat das Ganze in London probiert. Er meinte auch, es hat richtig, richtig schlecht geschmeckt. Also Qualität war halt nicht gut. cold food, and food that is not being prepared properly. So this begs the question, should McDonald's, Burger King and all the other fast food joints switch to this business model? Well, even though our ass is very sore from sitting on the fence here, we're gonna say both yes and no. Despite Beast Burger and McDonald's selling the same products, they actually have very different goals. Famously, McDonald's founder Ray Kroc was once told by its president Harry Sonburn that McDonald's isn't actually a fast food chain. It's a Ponzi scheme. It's a real estate company. McDonald's owns thousands of iconic pieces of real estate across the globe, from New York City's Times Square to Moscow's Red Square. Ich sag's euch, wie es ist. Ich werde für mein ganzes Leben zu McDonald's jetzt eine ganz andere Bindung haben. Das war wirklich, also das war nicht nur einen Monat McDonald's essen, das war schon viel mehr für mich. Es war mehr. Waren Gefühle im Spiel, ich sag's so. McDonald's has ventured across the world, buying up real estate in the most in-demand places. Franchises pay McDonald's a cut of their food sales, but a much larger portion of McDonald's revenue comes from the rent it's paid on its real estate. After all, rent in Times Square isn't cheap, but a Big Mac is. And while McDonald's still enjoys significant revenue share from its franchise, McDonald's makes 75 Millionen Revenue in a day. Das schmeckt aber sehr gut für McDonald's, ne? Das ist einfach, muss man überlegen, was für Summen das sind, die machen, ne? Ich glaube wirklich auch, ich könnte mir schon vorstellen, dass es McDonald's auch noch easy in 20 Jahren gibt und die immer noch sehr erfolgreich sind. Ich glaube, das ist so ein Unternehmen, so ungern ich das sage, ne? Ich würde mir wünschen, dass es, wobei, will ich auch nicht verdonnern oder für irgendwas, weil die können sich vielleicht auch ändern und vielleicht besser werden, aber ich glaube, McDonald's wird es in 20 Jahren auch noch geben und ich glaube, die werden in 20 Jahren auch noch sehr gut funktionieren, weil die einfach mit der Zeit gehen und die machen einige Sachen schon richtig für die Zielgruppe, die sie ansprechen, ne? Ist schon krass. Ist ja gefühlt auch 50 Millionen Umsatz bei der Qualität. Ja, okay, gut, die Qualität, die ist halt, gehört auch dazu, ne? Niedrige Kosten, da machst du auch viel Kohle. Sales, it enjoys a much fatter revenue stream from the leases on its 38,000 franchisee-owned restaurants. This is a totally different approach to Beast Burger, which only has one physical location. Given that Beast Burger already has an unfathomable amount of demand, they can build their physical locations without worrying about finding a customer base, while the larger fast food franchises scramble to find suitable influencers to promote their product. If Beast Burger was to compete with McDonald's on this scale, first of all, he would have to improve his trash talk. McDonald's, screw you. Because it's weak. Secondly, he would probably create a franchise and bring in a veteran CEO to run the operation. Safe, ja, er müsste an der Qualität arbeiten. This is already part. Hat jemand von euch schon mal Mr. Beast Burger probiert? 2 in Chat, wenn nein, 1, wenn ja. Mr. Beast Würde mich interessieren, ob da überhaupt welche dabei sind. For Feastables, they brought in the former president of ORX Bar, which was acquired by Kellogg's for $600 million. And after seeing what Beast Burger did with its first physical location, Jimmy should establish a flagship store in the biggest cities across the world and make an appearance for each of the openings. This would bring thousands of customers to the restaurant and generate... Safe. Ist das ein Moneymängel. Okay, von euch hat es auch noch keiner probiert. Stellt euch mal vor, Mr. Beast würde nach Berlin kommen und dort ein Burger-Restaurant öffnen. Danach fliegt Mr. Beast nach Paris, nach London, Madrid, Rom und macht irgendwie so einen Monat die ganze Welttour und tourt alle. Die Leute würden die so einrennen. Und selbst danach würden alle hingehen und es probieren. Ich würde safe probieren, auch wenn ich kein YouTuber wäre. Mr. Beast ist, Digga, das ist ein Ultra-Superstar mittlerweile. Millions of impressions in local PR. Their grand openings alone will let the entire Sitting and surrounding region know that Beast Burger has arrived. And from there, you can grow into smaller towns and districts. The success of Mr. Beast Burger has shown the power of influencer marketing. The key advantage creators like Mr. Beast have over companies like McDonald's is the way they acquire customers for free. McDonald's invested $1.62 billion in advertising in the US in 2020. Contrast that to Mr. Beast, who gets paid to advertise Beast Burger. This is a huge advantage for Mr. Beast. And we have seen more fast food companies engage with creators to get access to their audience. For example, Dunkin' Donuts have partnered with Charli D'Amelio to collaborate on an iced coffee product. McDonald's have collaborated with other influencers in the past, like Travis Scott and Mariah Carey. Rick and Morty advertise Wendy's. And every year, these traditional companies are finding it harder and harder to secure influencers, since influencers would rather monetize their own audience by building their own businesses for their own profit.
Beast Burger has really highlighted the beginning of the end for traditional influencer business models. Affiliate marketing and sponsored posts are no longer going to be the revenue generator. The trend instead is shifting to influencers producing their own private label by partnering with vertical integrated manufacturers, such as Prime by KSI and Logan Paul. And they have taken on one of the most competitive industries in the world, and they're winning. Even more so, the idea wasn't even theirs. Click up here to find out what the fuck is going on with Prime. Tatsache, ja. Okay, krass. Ist ja, schau dir an, The Rock. Der Soa Energy Drink von The Rock ist mittlerweile der am 5 häufigst gekaufte Energy Drink der Welt oder irgendwie sowas. Und der hat da richtig kranke Zahlen aufgestellt. Genauso wie der Tequila auch voll durch die Decke ging. Schaut euch Eli an, VitaVate und so, geht ja auch voll durch die Decke. Also so Influencer-Produkte laufen richtig gut. Und das hat halt viele Vorteile, weil Influencer einfach viel agiler, viel schneller sind, viel mehr vielleicht auch ein bisschen am Zeitgeist, ein bisschen kecker sind. Manche probieren vielleicht auch mal was Neues, was es einfach so noch nicht gibt, was sich vielleicht andere nicht trauen, weil Influencer, große Influencer halt wissen, okay, gut, eigentlich können sie rausbringen, was sie wollen. So eine Kern-Audience kauft das so oder so. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und MrBeast, ich denke mir, der könnte machen, was er will. Es läuft. Deswegen sei ihm absolut gegönnt. Geiler Typ, visionär, was YouTube angeht. Und mal schauen, was von ihm in Zukunft kommt. Wenn er mal einen Laden aufmacht in Deutschland, bin ich safe am Start.